Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Asus VivoBook und zwar ein S15 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt, aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar hier, ziemlich schlecht zu lesen. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Bei diesem Modell ist es übrigens so, dass man das Display zwar einzeln tauschen kann, aber man so schlecht da rankommt, dass man trotzdem die ganze Einheit abbauen muss, bevor man es tauschen kann. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und da gibt es eigentlich nur zu beachten, dass diese Schrauben hier ein bisschen länger sind. Die sollte man also getrennt aufbewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Der Stecker funktioniert in dem Fall so, dass man erst diese silberne Brücke hier so ein bisschen nach oben schieben muss. Die gibt den Stecker frei und dann kann man den von unten nach oben einfach raushebeln. So, was können wir noch sehen? Hier sehen wir den RAM mit einer Abdeckung. Da ist die SSD. Hier wäre übrigens noch Platz für eine zweite SSD. Hier sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt und die GPU. Und hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen.
Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Und auch die beiden Kabel, die das Touchpad mit dem Mainboard verbinden, muss man trennen. Und die sind beide mit einem Kippschalter verbunden. Den klappt man zuerst nach oben und kann dann das Kabel rausziehen. Das ist auch ein bisschen festgeklebt hier. Und bei dem anderen funktioniert das ganz genauso. Das ist jetzt hier einfach noch unter einem Klebeband. Aber vom Prinzip her ist das genau das gleiche. Beim Wiederverbinden einfach nur drauf schauen, dass man das Kabel wieder richtig reinschiebt bis zu dieser weißen Linie hier. Und das kann manchmal ein bisschen friemelig sein. Auch gucken, dass der Stecker auf ist, während man es reinsteckt. Dann nur noch zuklappen und ja, schon fertig. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten und dann kann man die wieder verschrauben. Und ja, vom Prinzip her ist es natürlich genau das gleiche bei der zweiten, die hier drüben reinkommt und da verschraubt wird. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür löst man diese Schrauben hier. Auch das Lüfterkabel selber, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, muss man trennen. Und hier ist es so, dass die Kabel sehr dünn sind. Da sollte man also nicht direkt dran ziehen, eher versuchen, den Stecker seitlich zu fassen und dann ja, mit ein bisschen hin und her rütteln rauszuziehen. Wenn man die Schrauben dann gelöst hat, muss man nur schauen, dass man auch die beiden Kabel vom WLAN-Modul hier da aus der Führung heraus friemelt. Und ja, ich drücke da jetzt ein bisschen drauf, dass die sich nicht aus Versehen lösen. Das wäre zwar jetzt nicht schlimm, man kann die ganz einfach wieder drauf machen, aber ja, muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Und dann löse ich die Kabel vorsichtig aus der Führung. Und dann kann man den Lüfter aus dem Gehäuse nehmen. Man hebt den Heatsink hier ein bisschen an, weil der darunter drauf liegt. Und dann hat man das auch deutlich einfacher, um die restlichen Kabel dann rauszubekommen. Kann man hier ganz gut sehen, die sind richtig eingehängt. Ja, und dann hat man den Lüfter aus dem Gehäuse und kann ihn austauschen. Sollte man bei einem neuen Lüfter mal nicht wissen, wie rum der Stecker reingehört. Die Kontakte, die man hier sehen kann, zeigen bei diesem Modell nach unten, wenn man den Stecker wieder verbindet. Der Einbau funktioniert jetzt in umgekehrter Reihenfolge, genauso wie der Ausbau. Ich bringe erstmal die Kabel wieder in die Führung, was durchaus ein bisschen friemelig sein kann, aber das ist eine reine Geduldssache. Und danach muss man eigentlich nur drauf schauen, dass man den Heatsink so ein bisschen anhebt, nicht ganz so stark, einfach so, dass das drunter passt. Und dann wird der Lüfter da auf die Ausbuchtung gelegt. Ich zeige das hier nochmal kurz von nahem. Da sieht man die Ausbuchtung und genau da muss dann der Lüfter rein.
Das Ende vom Heatsink kommt dann da drüber und wird dann auch zusammen verschraubt später. Ja, und wenn man das hat, kann man dann eigentlich die restlichen Kabel wieder in die Führung machen. Auch da, ich halte einfach ein bisschen auf das WLAN-Modul, dass die Stecker da nicht abgehen. Und ja, dann kann man die ganze Geschichte wieder verschrauben. Und ganz, ganz wichtig natürlich am Ende nicht vergessen, auch das Lüfterkabel selber wieder zu verbinden, damit der Lüfter dann auch tatsächlich wieder arbeitet. Vergisst man gerne mal. Da einfach schauen, dass der Stecker richtig drin sitzt. Also ruhig, kräftig zusammendrücken. Und dann ist das erledigt. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben. Am Ende natürlich nicht vergessen, auch das Akkukabel wieder mit dem Mainboard zu verbinden, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. Dafür den Stecker einfach von oben drauf drücken und dann die silberne Brücke nach unten ziehen. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.